Ja, ich hatte einige Situationen, denen ich nur knapp dem Tod, entronnen bin, ne? Also so eine lebensgefährliche Klettertour oder als ich in 'n Fluss gestürzt bin, als ich, den überqueren wollte oder Mhm. auch durch Vergiftung von Kräutern und Pilzen. Also, es Uh, gab so einige lebensgefährliche Situationen, ne, und, ja. wo ich dann natürlich in den Momenten dann auch Todesangst hatte. Herzlich willkommen, Matthias, bei Chronisch Ehrlich. Ich möchte dich kurz vorstellen, dass meine Zuschauer auch wissen, wer du bist. Du bist Coach, Unternehmer und Bestsellerautor. Du hast nämlich den Spiegel-Bestseller geschrieben. Also schon nur der Titel verspricht ja so viel. Da heißt es nämlich, du bist auf in die Wildnis gegangen, also Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und du warst 2 Jahre in der Wildnis und du hast es überlebt. Herzlich willkommen hier bei uns bei Chronisch Ehrlich. Ja, danke. Ich freue mich, bin gespannt. Ich auch. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Dieser Kanal hier, der heißt nicht einfach so Chronisch Ehrlich. Dieser Kanal ist nämlich von chronisch erkrankten Menschen gemacht für Menschen, die sich für die Selbstheilung entscheiden, die sagen, ja, das ist der Weg, ich gehe in die Selbstverantwortung hinein. Ich selbst war 10 Jahre krank und ja, für meine Diagnosen hieß es, ich müsste lernen, damit umzugehen. Ich habe dann radikal verschiedene Sachen geändert, wie meine Ernährung. Dann habe ich viel meditiert, aber ich habe auch verschiedene Dinge ausgemistet, wie zum Beispiel Schwermetallbelastung, virale Belastung und toxische Beziehungen. Und heute, du siehst es selbst, Matthias, bin ich eine gesunde Frau. Ja, du siehst toll aus. Danke. Du auch. Ja, und um dahin zu kommen, geht es ja oft so durch dunkle, kalte Täler, sage ich immer. Und an diesem Ort ist es nicht schön, das ist der Ort der Hoffnungslosigkeit. Und da geht vieles in Bruch, ob es jetzt innere Wahrheiten sind oder Weltvorstellungen. Und was mich am meisten interessiert, ist die Frage, Matthias, von welchem Ort oder von welchem Tal kamst du, als du die Entscheidung getroffen hattest, ich gehe in die Wildnis und irgendwas zieht mich dahin? Was war dieser Impuls für dich zu sagen, ich muss etwas ändern? Das war also für mich schon so 'n relativ langer Leidensweg, also, weil ich einfach mich also schon über die ganzen Jahre davor sehr unfrei gefühlt habe, ne? Also, so in dem System von Schule, von Zivildienst oder Zivildienst als Ersatz für Wehrdienst, das gab's damals noch, ne? Also, wo immer andere über mich bestimmt haben. Also, andere haben mir gesagt, was ich tun darf und was ich nicht tun darf, ne? Und das hat sich für mich schon als Kind wirklich grundfalsch angefühlt, weil ich habe mir als Kind schon gedacht: „Wie kann es sein, dass andere, die mich gar nicht kennen, die mir gar nicht nahestehen, wie ein Staat oder eine Schule oder ein anderes System, mir vorschreiben darf, was ich mit meinem Leben darf und was ich nicht tun soll“, ne? Also, Mhm. wie kann es sein, dass irgendwelche Leute mich zwingen, jeden Tag, ne, es gibt ja auch diesen Spruch: „Die Schulbank drücken“, und das ist ja, es drückt es ja letztendlich schon aus, ne? Also, dieses Schulbankdrücken ist extrem unbequem, es macht keinen Spaß, es macht keine Mhm. Freude, man ist nicht frei, man wird gezwungen, Dinge zu lernen, die einen nicht interessieren, ne? Ja. Und ich habe einfach schon als Kind gefühlt, dass das nicht richtig ist, sondern dass ich wirklich über mein Leben selber entscheiden will, ne? Mhm. Dass ich selber für mich entscheiden will, was ist für mich richtig und für mich falsch. Ja. Und als das dann, ne, und dann habe ich ja diesen Zu-viel-Dienst dann hinter mich gebracht und war dann das erste Mal in meinem Leben, also gefühlt wirklich frei, dass es also niemanden mehr gab, der mir noch irgendwas befehlen konnte. Und dann habe ich gesagt: „Okay, jetzt will ich diese Freiheit auch wirklich richtig genießen und richtig totale Freiheit mit ganz nur mit den allernötigsten Dingen ausgestattet, einfach in die Natur zu gehen.“ Und noch dazu kam, dass ich unglücklich verliebt war und, einfach da auch Stress mit meiner Mutter hatte, und ich wollte einfach das alles hinter mir lassen und einfach, auch ich hatte auch ganz viele Fragen an das Leben, Fragen wie: „Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier?“ Mhm. Und ich hatte die Intuition, dass ich in der Natur am ehesten wirklich Antworten finde.
Mhm. drauf. Ne? Wie bist du denn aufgewachsen? In der Natur oder eher in der Stadt? Ich bin schon sehr stark in der Natur aufgewachsen, Mhm. also im Hohen Vogelsberg in Mittelhessen. Mhm. Also es ist eine wunderschöne Naturlandschaft und bin auch heute noch regelmäßig da und genieße das dann total, da zu sein. Ja. Mein Vater ist auch sehr naturverbunden, das heißt, wir hatten mehrere Gärten, das heißt, ich bin auch wirklich auch in der Natur aufgewachsen, Mhm. aber ich wollte halt so richtig noch mehr in die Natur rein. Ich wollte wirklich in der Natur leben, ne? Ja. So, ja. Ja, du hast das gemacht, was die allerwenigsten machen, nämlich auf kompletten Luxus verzichtet und so stark in die Eigenverantwortung, dass wirklich alles, was man jeden Tag in der Wildnis erlebt, davon abhängt, welche Entscheidungen man trifft, oder? Ob man jetzt wirklich die Beeren sammelt und hierhin geht oder auch auf seine Intuition hört. Also das Erste, was ich denke, Matthias, ist, wie vielen Tigern und so weiter bist du begegnet? Ich glaube, davor hätte ich am meisten Angst. Das wären so meine Ängste. Ja, gut, dadurch, dass ich ja in Frankreich und Spanien war, Ja. hatte ich wirklich also ich bin natürlich wilden Tieren begegnet, aber keinen gefährlichen. Also das waren tatsächlich nicht meine Herausforderungen. Ne? Was war so deine größte Herausforderung und größte Angst? Ja, ich hatte einige Situationen, denen ich nur knapp dem Tod entronnen bin. Ne? Also so eine lebensgefährliche Klettertour oder als ich in 'n Fluss gestürzt bin, als ich den überqueren wollte oder Mhm. auch durch Vergiftung von Kräutern und Pilzen. Also es Uh, gab so einige lebensgefährliche Situationen, ne? Und ja. wo ich dann natürlich in den Momenten dann auch Todesangst hatte. Mhm. Und ansonsten hatte ich sehr viel Vertrauen. Also, ich hatte das irgendwie so das Vertrauen, dass ich schon geführt werde. Mhm. Aber es war so 'n wobei das gar nicht so, also, ich habe ja diese Reise erst später aufgeschrieben, ne, und viele Dinge habe ich natürlich erst später verstanden, weil ich habe damals einfach ganz viel so intuitiv gemacht, ich hätte das gar nicht erklären können. Warum habe ich das gemacht, ne? Weil ich Mhm. zum Beispiel nicht den Begriff innere Stimme kannte, oder das habe ich ja auch alles erst in der Reise erfahren. Mhm. Aber es war einfach so 'n Urvertrauen da, also auch weil ich habe wirklich ja, wenn ich mir das auch so mit Abstand mal überlege, ich hatte ja überhaupt keine Sicherheitssysteme in irgendeiner Form. Ich hatte keine Pflaster oder Verbandszeug oder ich hatte gar nichts, ne? Mhm. Also wirklich nur das Allernötigste. Auch natürlich keine technischen Geräte oder Handy oder Taschenlampe oder Feuerzeug. Und es war aber trotzdem eine tolle Erfahrung, einfach zu merken, dass das auch wunderbar funktioniert, ohne diese ganzen Sicherheitsgeschichten, ne, Ja, so genau. im Hintergrund zu haben. Ja. Ich zähle immer verschiedene Punkte auf, die uns krank machen. Ist zum Beispiel die Ernährung ein großer Teil oder eine virale Belastung oder eine Schwermetallbelastung. Aber auch Dinge wie ein Leben entgegen des Jahresrhythmus oder eine Entkoppelung von der Natur und auch ein Leben gegen sein Grundnaturell, seine Grundwerte. Und ich denke, da würde ich super gerne tiefer in deine Erfahrung eintauchen, weil ich denke, 2 Jahre lang so mit der Natur verbunden zu sein, man passt sich dem Rhythmus an, man passt sich den Jahreszeiten an, man kann dann nicht einfach in den Laden gehen und eine Südfrucht holen oder so. Also man ist wirklich darauf angewiesen. Und wenn du sagst, es war in Frankreich, dann hattest du ja wirklich diese 4 Jahreszeiten durchlebt. Also wenn du in Europa unterwegs warst. Und dann hast du vorhin noch gesagt, dass als dann das erste Mal diese Intuition kam. Also wie war das? War es ein bisschen ein Kulturschock für dich? Bitte sag das, dass es ein bisschen Kulturschock war, in der Wildnis unterwegs zu sein als zivilisierter Mensch. Und wie kam das dann, dass du gemerkt hast, das erste Mal, jetzt ist eine Verbundenheit da, jetzt ist eine Sprache zwischen mir und der Natur da? Also, zum einen ist es so, also die größte Umstellung war am Anfang eben das Schlafen, das Draußenschlafen, ne? Weil ich habe ja einfach im Schlafsack geschlafen, Mhm. und am Anfang bin ich nicht zur Ruhe gekommen.
weil ne, du hörst dann ja ständig irgendwelche Geräusche und kannst sie nicht einordnen, ne? Ja. Und weißt ja nicht, weil ne, wir sind ja, wenn wir einfach in Häusern schlafen, sind wir es ja gewöhnt, diesen Schutzraum zu haben. Mhm. Und dann ist ja dieser, wenn du direkt in der Natur schläfst, ohne Zelt, dann ist ja dieser Schutzraum erstmal gar nicht da. Und das war erstmal so eine große, also die erste Nacht habe ich wirklich kein Auge zugetan. Ne? Mhm. Und ich habe mich aber dann natürlich Stück für Stück daran gewöhnt. Und umgekehrt war es dann, also nach diesen 2 Jahren so, dass ich dann mich gar nicht daran gewöhnen konnte, wieder in so einem Haus mit, also dass ich die Sterne nicht sehen konnte, dass ich den Mond nicht sehen konnte. Ne? Ja. Und die Intuition, also ich glaube, die Intuition war schon von Anfang an da, weil ich habe mich ja intuitiv einfach führen lassen. Ne? Mhm. Also ich habe ja, weil das ist genauso, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du so ohne irgendwelche Hilfsmittel in der Natur lebst, dann musst du ja ständig Entscheidungen treffen. Ne? Und diese Entscheidungen führen natürlich auch direkt zu bestimmten Ergebnissen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den einen Weg nehme, kann es sein, dass ich da Nahrung finde Mhm. oder auch nicht. Ne? Zum Beispiel, oder dass ich da Wasser finde oder auch Ja. nicht. Ja. Oder dass ich eine, keine Ahnung, ne? Also ich habe ja alles Mögliche erlebt, dass ich irgendwelchen Brombeersträuchern hängen geblieben bin, ne? Und da Schwierigkeiten hatte, rauszukommen. Oder dass ich von einem erbosten Farmer irgendwie mit dem Stock angegriffen wurde. Ne? Also so, das habe ich sogar, glaube ich, vergessen aufzuschreiben, die Geschichte. Also Vielleicht. einfach sehr, ne? Und das heißt also wirklich, das ist ja anders, als wenn du so einen ganz festen Tagesablauf in der Gesellschaft hast, aber Mhm. wenn es gar keinen festen Ablauf gibt, sondern wenn jeder Moment und jeder Tag komplett frei ist und Mhm. komplett nicht vorhersehbar ist, was da Ja. passiert, dann Ja. ist natürlich jede einzelne Entscheidung in jedem Moment führt ja zu einem anderen Ergebnis. Ist Mhm. auch wirklich sehr interessant. Ne? Ja. Aber ich bin da immer schon von Anfang an sehr stark dieser Intuition gefolgt. Ne? Okay, dieser Weg da, der fühlt sich besser an, dann gehe ich den Weg. Ne? Mhm. Oder so dieses intuitiv, mache ich jetzt Yoga oder folge ich dem nagenden Hungergefühl und mache später Yoga oder so. Ne? So Ja. ganz viele Dinge. Oder traue ich mich, auf den Baum zu klettern, obwohl die Äste nicht so stark aussehen und so. Ne? Mhm. Das sind ja so ganz, ganz viele Fragen, die auch, also wenn man so komplett darauf angewiesen ist, sich aus der Natur zu ernähren, dann sind Mhm. das ganz existenzielle Entscheidungen, die man da ständig trifft. Ne? Genau. Aber ich bin da schon sehr stark einfach der Intuition gefolgt und das hat sich auch wirklich, das war auch sehr gut, dass es so war, weil ich letztendlich ja auch ganz wundervolle Erlebnisse hatte und selbst die herausfordernden Erlebnisse haben mich auch wieder weitergebracht Mhm. und ich Ja. habe da ganz, ganz wichtige Erfahrungen für mich gesammelt. Ne? Ja, gerade das Beispiel, was du erzählt hast mit dem Farmer, der dich dann mit dem Stock gejagt hat, das ist ja auch so etwas, was wir lernen dürfen, auch wenn jemand nicht einverstanden ist mit den Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Also auf Reaktionen von anderen umzugehen. Ich stelle mir vor, du sahst eher aus wie so ein Landstreicher und das ist man sicher nicht so gewohnt und ist dann auch nicht so beliebt. Also du musstest mit diesem Spiegelbild umgehen, oder? Was dir gespiegelt wurde. Das ist ja auch sehr spannend für die eigene Entwicklung. Ja, total. Also klar, dadurch, dass ich natürlich auch also ich habe mich ja nur gewaschen, wenn ich irgendwo mal einen See oder einen Fluss entdeckt habe. Ne? Mhm. Und dann hatte ich ja auch nichts dabei, also kein Shampoo oder Seife oder sonst irgendwas. Ne? Und natürlich, die Haare wurden natürlich immer länger und teilweise, hatte auch keinen Kamm dabei. Ne? Das heißt, irgendwann sind die verfilzt. Und ich hatte ja auch nur ganz wenige Klamotten, die ich dann immer notdürftig wieder geflickt habe. Das heißt, ich sah schon ein bisschen abenteuerlich aus, auf jeden Fall. Aber das Interessante ist, dass die meisten Menschen sehr positiv auf mich reagiert haben. Ja, Ja. also dieser Farmer, ich bin da wohl anscheinend über sein Land gelaufen, ohne das zu Mhm. wissen. Mhm. Ja. Und dummerweise, ich wollte dem das erklären, aber der hat einfach zugeschlagen, ohne mich ausreden zu lassen. Das war ein bisschen heftig. Also genau, das war dann auch so eine Erfahrung, wo ich dann tatsächlich danach dann also eine ganze Zeit lang so Magenschmerzen hatte, also von diesem Schock einfach. Ne? Ja. Genau. Ähm, So viel Weil man, Adrenalin man denkt ja ausgeschüttet. gar nicht daran, dass einem sowas mal passiert. Ne? Ja. Ähm,
Aber in der Regel war es so, dass die Leute sehr positiv auf mich reagiert haben und sehr offen und sehr gastfreundlich und dass sie das eher interessant fanden. Also, Mhm. dass da jemand einfach so in der Natur lebt. Mhm. Und, ich glaube, also eine größere, also das war ja Südfrankreich und Südspanien hauptsächlich, ne? Da habe ich eine viel größere Offenheit erlebt als jetzt in Deutschland. Mhm. Ne? Also in Deutschland, da gibt es eher viel schneller Vorurteile, wenn Mhm. jemand einfach so ein bisschen abgerissen aussieht, ne? Ja. Ja, du hast auch erzählt, dass auf dieser Reise hast dich so nah mit der Natur verbunden, dass du auch eine Vision bekommen hast. Möchtest du uns da etwas erzählen davon? Und zwar sagst du sogar eine Vision für die Erde. Genau, ich habe ja auf meiner Reise sehr viele ich habe ja die Verbindung zur Natur wurde immer stärker und ich habe Mhm. eben auch Botschaften aus der Natur bekommen oder auch aus anderen Sphären, ne? Und die sind ja auch ein wichtiger oder ein zentraler Bestandteil auch meines Buches. Und, die Vision für die Erde, das war so was wie 'ne Zukunftsvision, die ich bekommen habe. Und, die war sehr, ja, also auch die ist auch eben auch sehr aktuell, ne? Und es geht einfach, also damals, also die Reise ist ja 30 Jahre her, ne? Also schon, natürlich gab es damals auch schon Umweltzerstörung, ne? Und ich habe mich ja auch damals schon, gegen Umweltzerstörung engagiert. Mhm. Und also nicht während meiner Reise, aber vorher war ich eben da sehr, sehr aktiv, weil während der Reise war ich ja meistens alleine, ne, und in der Wildnis. Und, und es war eine Prophezeiung, so eine Art Prophezeiung für die Zukunft, ne? Also so sinngemäß, dass es eine Zeit geben wird, wo eben dieses alte zerstörerische System und das neue Bewusstsein so miteinander ringen und das alte zerstörerische System mit Gewalt versuchen wird, die Macht auf der Erde eben aufrechtzuerhalten, ne? Mhm. Und dass es dann halt wirklich darum geht, dass die Menschen sich für den Weg der Freiheit und der Wahrheit und der Liebe entscheiden Mhm. und nicht für den Weg der Angst und der Zerstörung. Mhm. Und na ja, und diese Vision, die hat mich sehr, sehr geprägt und die hat auch dazu geführt, dass ich eben das tue, was ich jetzt tue, dass ich ja seitdem auch mich sehr intensiv für die Heilung der Erde einsetze, Mhm. über meine Projekte, ne? Ja, du hast schon sehr viele Quadratmeter und ich kann mir Zahlen nie merken, Matthias, vom Regenwald geschützt und zwar langfristig geschützt. Vielleicht weißt du gerade die aktuelle Zahl. Ne, ich müsste tatsächlich, also es ist irgendwas zwischen 200 und 300 Millionen Ja, Quadratmeter, okay. weil das so schnell wächst, weil wir auch so viele Produkte verkaufen. Aber ich, müsste im Shop gucken. Man sieht das dann auf regenbogenkreis.de, sieht man das links oben. Genau, ich habe es mir nämlich heute angeschaut, aber ich habe wirklich ein Zahlenproblem. Ich schaue mir das an und dann ist es weg. Aber ja, mega beeindruckend. Und du machst das mit diesem Online-Shop und du verbindest das. Und dieser Online-Shop, das sind ja auch einfach alles Produkte, die sehr heilsam sind und die uns zurück zur Natur bringen. Ich finde diese Vision, das ist so bezeichnend, einfach plötzlich zu merken, halt, wir haben diese Entscheidungskraft. Wir können uns für die Angst entscheiden oder für den Frieden, für die Liebe, die Dankbarkeit. Für mich war das, ich bin nicht in die Wildnis gegangen, Matthias. Meine Wildnis war meine Krankheit und meine Schmerzen, dass ich über eine lange Zeit auch im Bett lag, die Jalousien runter und also ganz abgekoppelt von der Natur. Aber auch da kann man ja innere Reisen begehen. Und bei mir hat es mit Meditation angefangen. Also ich war so kraftlos, dass das irgendwie das Einzige war, wo ich mich auf Reisen begeben konnte. Und da habe ich das erste Mal gespürt, dass dieser Schmerz, dieser körperliche, der sich manifestiert, immer mit Angst gekoppelt ist. Das ist die Todesangst oder die Angst, es könnte immer so sein, oder die Angst davor, dass die Träume, die in einem schlummern, dass die nie Wirklichkeit werden. Und durch diese Reise, die ich ähnlich wie du und doch ganz anders gemacht habe, mich dazu geführt haben, zu spüren, rein körperlich, wenn ich in der Meditation war, da gibt es so viel mehr. In meinen Gedanken kann ich
etwas der Welt geben, ich kann etwas, einen Unterschied machen, so wie deine Vision mit dem Regenwald. Und das alleine, wenn wir Menschen das erkennen, das birgt so viel Kraft, dann sind wir nämlich die Schöpfung, dann sind wir diese Schöpferkraft. Und ich stelle mir das so schön vor, dass du in dieser Schöpfung unterwegs warst, in dieser Verbundenheit und selber zu dem Schöpfer geworden bist deines Lebens und diese Vision bekommen hast. Ja. Ja, das ist für mich auch so ein totaler Schlüssel, ne? Weil es gibt ja so viele Dinge, die uns an das ursprünglich Göttliche erinnern, dass wir selber sind und schon immer waren. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir in die Natur gehen, und wer sich wirklich einfühlt in die Natur, der erlebt einfach diese wunderschöne Vollkommenheit, Ja. die ja auch ein Spiegel unseres vollkommenen Wesens sind, ne? Mhm. Oder was für mich gerade so ganz, ganz stark ist, ich habe ja ein kleines Baby, was jetzt gerade 6 Monate alt geworden ist, Ja, ne? schön. Und ich bin so fasziniert und so verliebt in dieses kleine Wesen, weil es ist für mich so ein absoluter Ausdruck an Schönheit und Vollkommenheit und Zartheit und Süße, ne? Und das ist wirklich, und ich habe das letztens zu meiner Partnerin gesagt, es ist kaum vorstellbar, dass wir selber alle so waren. Wir waren selber alle mal so ein zauberhaftes kleines Wesen, Mhm. unschuldig, voller Neugierde, mit einem ganz reinen Herzen, ne? Und Mhm. das sind wir alle, ne? Und wir haben alle eine Konditionierung erfahren, die Mhm. uns davon weggerissen hat, ne? Und es geht wirklich darum, dass wir uns daran erinnern, ne, Ja. dass wir diese Wesen immer noch sind, Mhm. dass wir nicht die Opfer sind, wie es uns auch ganz gezielt beigebracht wurde, Mhm. sondern dass wir als göttliche Schöpfer alles erschaffen können und auch alles verändern können, Ja. ne? Ja. Und dass wir die Macht haben, uns genau die Erde zu erschaffen, die wir uns von Herzen wünschen, Mhm. genauso wie wir die Macht haben, uns das Leben zu erschaffen, was wir uns von Herzen wünschen. Ne? Aber das geht nur, wenn wir zum einen erkennen und Mhm. dann halt in diese volle Eigenverantwortung gehen und das auch wirklich anfangen zu leben, ne? Ja. Ja. Ja, und diese Eigenverantwortung, da reinzugehen, in den ersten Schritten, das macht einem ja so viel Angst, gell? Das ist so, man kennt es nicht, man weiß nicht, was kommt. Hast du da noch so einen ermutigenden Impuls für Menschen, die sagen, ich habe so Schmerzen, ich bin so gefangen in dieser Erfahrungswelt, was mich geprägt hat, was mich verformt hat, sich auszurichten und wirklich diesen Schritt zu wagen, nicht nur davon zu träumen, sondern den Schritt zu wagen. Ja, also zum einen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir nicht das sind, womit wir gelernt haben, uns zu identifizieren. Wir sind viel, viel mehr, ne? Und die meisten Menschen identifizieren sich ja mit ihrer Geschichte, Mhm. ne? Mit der Vergangenheit, mit der Krankheit, mit den Beschwerden. Und auch selbst in der Sprache sagen dann die meisten, ich bin das, ne? Also, was ein Ausdruck davon ist, dass sie sich mit der Geschichte, mit der Krankheit total identifizieren. Und in dem Moment, wo sie das tun, erschaffen sie sich das immer wieder neu, ne? Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass dass unser wahres Selbst damit nichts zu tun hat. Und Mhm. dass wir aufgrund unserer Entscheidungen in der Vergangenheit, also jetzt auf mentaler, auf emotionaler und auf Handlungsebene, wir uns genau dieses Leben erschaffen haben. Ja. Und dass wir in der Lage sind, es auch wieder komplett neu zu erschaffen. Aber Mhm. das bedeutet, dass wir diese ganzen Gewohnheiten auf allen Ebenen, diese schädlichen Gewohnheiten, die zu diesem negativen oder nicht erwünschten Ergebnis geführt haben, dass wir die ändern dürfen. Ja, Mhm. und da braucht es wirklich diese Entschlossenheit zu sagen, okay, ne, ich gucke mir jetzt wirklich alle Bereiche an, die nicht dem entsprechen, was ich eigentlich leben möchte. Und dann mache ich wirklich so einen Aktionsplan und überlege mir, wie kann ich jeden einzelnen Bereich verändern. Ja. Ne? Und das fängt natürlich bei den Gedanken an. In der Regel stehen ja negative Gedanken hinter diesen ganzen Symptomen und hinter diesem ganzen Leid, ne? Also diese totale Identifizierung und dann zum Beispiel auch sich die Frage zu stellen, welchen Vorteil habe ich denn in der Vergangenheit dadurch gehabt, dass ich in das Opfer gegangen bin? Also was wollte ich vielleicht dadurch bekommen?
wollte ich vielleicht Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass ich in dieser Opferrolle bin, ne? Wollte Mhm. ich dadurch, 'ne Aufmerksamkeit bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte? Oder habe ich es nicht anders gelernt? Ich denke, ein großes Thema ist auch die Selbstfürsorge. Gerade, also meine persönliche Erfahrung ist, und ich führe ja so viele Interviews mit chronisch Erkrankten, dass man oft schon in der Kindheit für andere funktioniert hat und gar nie gelernt hat, in die Selbstfürsorge zu kommen. Und dann als Erwachsene, man kriegt eine Grippe oder einen viralen Infekt, wo andere Menschen, die das gelernt haben, sich diese Ruhe gönnen und sich zurückziehen. So. Also in diesem zyklischen Arbeiten. Jetzt ist mal Abbau dran, jetzt sorge ich für mich, dass ich dann wieder in den Aufbau komme. Und wenn man so was Zerstörerisches erlebt hat in der Kindheit, dann ist das nicht möglich. Dann funktioniert man weiter, 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 weiter und wir kränker und kränker und kränker. Und auch dazu hinterfragen, was war das Muster, was es begünstigt hat. Aber bei mir war das so, Matthias, ich hatte zu dem Punkt wirklich keinen klaren Kopf, mir mega Reflexionen machen zu können über mein Leben. Also ich hatte auch Gehirnnebel. Das ist so, man kann, ja, Gehirnnebel, das ist schwierig zu beschreiben. Man hat eine Konzentrationsstörung, man hat eine Wortfindungsstörung. Wenn man ein Buch liest, nach 2 Sätzen, man weiß nicht mehr, was der erste Satz war. Oder manchmal kommt auch so richtiger Schwindel. Und deswegen war die Reflexion wirklich schwierig, aber, und ich glaube, das ist immer möglich zu sagen, es läuft schief, so wie du es gesagt hast, was ist schiefgelaufen, was sind alles Dinge, die eigentlich nicht so sein sollten. Das einfach mal auszusprechen, das ist ja auch schon heilsam, zu sagen, hey, so ist es gerade. Und dann macht man sich das bewusst, was schon mal nicht gut ist. Und dann in der Meditation konnte ich mich darauf ausrichten, was möglich wäre, auch wenn ich es körperlich noch gar nicht habe machen können. Also ja, ein mega Punkt, diese Reflexion. Mir kam noch Aus ein Gedanke, meiner ja, Erfahrung nach ist es auch noch ganz wichtig, dass wir den Ist-Zustand, den wir ja als sehr unangenehm empfinden, ne, ja, dann, wenn man zum Beispiel chronisch krank ist, dass wir den auch wirklich liebevoll annehmen, ja, ne? Also, dass wir ihn nicht verurteilen, nicht ablehnen, nicht wegmachen wollen, sondern dass wir ihn erstmal liebevoll annehmen und gleichzeitig neue Entscheidungen treffen. mhm. Ja, diese liebevolle Annahme, das ist so, so wichtig, weil wenn wir gegen unseren Körper kämpfen und unser Körper ist die Natur, es ist ein Teil der Schöpfung und ich habe ihn zeitweilig gehasst. Ich habe ihn gehasst und gesagt, warum tust du mir das an? Warum du? Und warum lässt du mich im Stich? Und da in dieses Mitgefühl zu kommen und auch zu akzeptieren, dass er eine andere Sprache spricht. Das ist auch ein anstrengender, aber sehr guter Weg. Mir kam noch ein Gedanke vorher, der ist mir jetzt fortgeflogen, aber vielleicht fliegt er zurück. Ähm, Dieser Impuls, ich gehe jetzt los und ich ändere etwas. Bei mir war die Stärke die Ernährung. Definitiv. Einfach mal körperlich aufzubauen und Sicherheit zu bekommen. Was war für dich, was ist dir bewusst geworden in der Verbindung zur Natur, als du wirklich nur davon abhängig warst und nicht in den Supermarkt konntest? Was war da dein größtes Learning? Also, mein größtes Learning war, dass einfach die Natur oder Mutter Erde, das habe ich auch dann später einfach, habe ich die Erde ja als lebendiges Wesen empfunden oder gelernt, sie so zu verstehen oder so zu empfinden, ne? Dass sie wirklich immer für uns da ist und uns wirklich mit allem versorgt. Und, ich war ja darauf angewiesen, jeden Tag Essen und Trinken zu finden in der Natur, weil ich ja äh, zum einen, ja, kein Geld dabei hatte und zum anderen wollte ich auch nur Sachen aus der Natur eben ganz bewusst essen. Das heißt, wenn ich eben an Plantagen vorbeigekommen bin, habe ich da bewusst nichts gepflückt, ne, weil ich wusste, das ist eben gespritzt, ne? Das ist halt ungesund und nicht biologisch. Und, aber einfach diese Erfahrung zu machen, dass ich wirklich, obwohl ich oft Hunger hatte, aber wirklich kein Tag vergangen ist, wo ich nicht Unterstützung bekommen habe.
Also ich habe so viel Hilfe bekommen durch die Natur, durch das Göttliche in Form von Menschen, die mir irgendwas geschenkt haben oder mir geholfen haben, wenn ich irgendwie was brauchte, ne? Mhm. Und da habe ich das war für mich so 'n ganz wesentliche Erkenntnis, dass die Natur immer für uns da ist und dass sie immer für uns sorgt, wenn wir uns darauf einlassen, ne? Ja. Und sie auch als unsere Mutter erkennen, weil wir leben ja auf der Erde und sind ja davon abhängig, dass sie uns mit allem versorgt, was wir brauchen, ne? Mit Sauerstoff, mit Nahrung, mit, Wasser, Mhm. ja. Ja, das ist so wichtig, wenn wir das Vertrauen in die Natur oder die Schöpfung verlieren, dann haben wir ja keinen Halt, dann sind wir in dieser Angst, die du schon angesprochen hast. Diese Entscheidung, die wir treffen können, wollen wir in der Angst leben oder in der Liebe. Und das finde ich so ein wichtiger Punkt bei der Ernährung. Sind wir wirklich, ja, sind wir in Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber, die uns all diese Sachen gibt und wir genießen das? Oder machen wir uns abhängig von toxischen Produkten, die die Firma oder die Industrie einfach für uns bereitstellt, um Geld zu verdienen und die uns auf langfristiger Sicht einfach krank macht? Da sind wir auch schon entweder in einer Abhängigkeit oder in einer Freiheit. Die Natur stellt das einfach für uns bereit. Ja. Ja, und das ist ja auch ein ganz, 'n finde ich, 'n so grade das, was du gerade angesprochen hast, ist so ein ganz wichtiger Schlüssel. Denn wenn man wirklich sich mit der Schöpfung und mit der Natur verbindet, ne? Ich habe mich zum Beispiel in der Natur zu Hause gefühlt. Ich habe mich in der Natur sicher gefühlt und geborgen gefühlt, ne? Und unsere Gesellschaft ist ja so geprägt, dass gegen die Natur gekämpft wird, ne? Also, dieser Kampf gegen das Leben. Gerade Mhm. jetzt in dieser Zeit zeigt sich ja dieser Kampf gegen das Leben ganz stark, ne? Der Kampf gegen Viren, der Kampf gegen alles, gegen das Leben, der Kampf gegen die Natur. Ne, sonst würde es ja keine Spritzmittel geben, sonst würde es keine Riesenmaschinen geben, die die Erde, praktisch aufbrechen und umpflügen und, das ganze Bodenleben durcheinander bringen und so, ne? Das heißt, das Prinzip, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist ja ein Kampf gegen das Leben, nicht ein Einverstandensein oder eine Verbundenheit. Mhm. Deswegen haben wir ja auch so viel Naturzerstörung, ne, oder so viel Artensterben, weil und letztendlich ist dieser Kampf gegen die Natur ja auch 'n Kampf gegen uns selbst, weil wir Mhm. sind ja Teil der Natur. Das heißt, wenn wir gegen die Natur kämpfen, kämpfen wir gegen unser wahres Selbst. Und hier ist vielleicht die Frage, wo hat dieser Kampf angefangen? Und ich denke, der hat eben bei uns selbst angefangen. Und wenn wir schaffen, diesen Frieden zu schaffen mit uns selbst und in diese Selbstliebe zu kommen, dann passiert alles andere. Ich durfte die Erfahrung machen, dass ich durch die vegane Ernährung, durch diese Fülle an Gemüse und Früchte, die ich jetzt zu mir nehme, dass ich so eine Naturverbundenheit bekommen habe. Und also diese Selbstliebe, ich tue mir etwas Gutes, wurde zu einem Fluss. Und dieser Fluss, der wird immer größer und stärker und kräftiger, sodass man viel weiter heilen darf. Also diese Selbstheilung aktivieren kann überall. Aber es hat hier angefangen. Und deswegen ist es vielleicht nicht so, dass der Kampf irgendwie spooky und groß ist, sondern es zeigt nur, wie viele Menschen innerlich kämpfen, dass es dann im Großen so stattfindet, dass man sich eher für die Angst entscheidet als für die Dankbarkeit. Genau, und das ist ja also, wichtig ist halt auch zu verstehen, dass das System, was ja noch diese Erde sozusagen hauptsächlich kontrolliert, basiert auf Angst, ne? Das heißt, wenn wir als, göttliche Wesen auf diese Welt kommen, dann kennen wir erst mal keine Angst, sondern wir haben ganz viel Vertrauen, ne? Aber wir werden dann in diese Angstrichtung gebracht über Schule, über Konditionierung, man muss ja nur mal 'ne Zeitung aufschlagen, ne? Und dann mal sich die Worte lesen oder reinfühlen. Wird da Vertrauen vermittelt oder wird da Angst vermittelt? Genau, aber auch da tun mir echt oft die Journalisten leid, so wie mir die Ärzte leid tun, die in dem System sind, weil eigentlich ist die Nachfrage bestimmt das ja. Also die Journalisten schreiben so viel Negatives, weil das ihnen gesagt wird, dann ist der Absatz hoch. Also es ist ja nicht mal wieder die Entscheidung des Einzelnen, der das Produkt raushängt, sondern schon wieder von der Nachfrage. Deswegen ist es so wichtig, dass die Einzelnen aufwachen, weil sie schlussendlich bestimmen werden, in welche Richtung es geht.
Und ich möchte das nur immer wieder so betonen, weil ich gar nicht eine Freundin bin davon, was Großes, Mächtiges, Böses zu proklamieren, sondern immer wieder darauf hinzuweisen, im Einzelnen liegt eben diese Entscheidung für das Gute oder das Schlechte. Und wenn wir auch anfangen zu sagen, nee, ich will diese Art von Nachrichten nicht mehr hören und lesen, dann würde es einen Einfluss geben, wirklich. Das würde sich ändern, es würde mehr Radiosendungen geben und so weiter, wo positive Sachen gezeigt werden. Und da auch wieder, ja, es ist so wichtig, was wir konsumieren. Wir Einzelne sind wichtig. Auch wenn die Welt schon so groß ist und wir so viele sind, umso wichtiger. Ja. Genau, ne, weil jeder positive Impuls, den wir in die Welt geben, beeinflusst ja wiederum andere. Ne? Genau. Ja. Also das Gute, das vervielfacht sich natürlich dann auch. Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Hey, so schön. Vielen Dank für deine Gedanken, Matthias. Was würdest du sagen abschließend? Du hast ja einen Spruch. Möchtest du den noch sagen und wie du genau an welchem Tag du zu dem gekommen bist? Das würde mich interessieren. Welchen Spruch meinst du denn? Mit was eröffnest du immer alles? Ah, genau, okay. Ja, also dieser Spruch, also ich mache ja immer ein Morgenritual. Ne? Ja. Also ich habe viele Morgenrituale, aber eines meiner Morgenrituale ist, dass ich eben mich wirklich verbinde, ne? Und mich darauf konzentriere, was ich an diesem Tag mir erschaffen möchte. Mhm. Ja? Und ich spreche dann aus, was ich für mich selbst und für die Welt erschaffen möchte. Und ich beginne eben dieses Ritual immer mit dem Spruch, heute ist der beste Tag meines Lebens. Ne? Genau. Weil das ist einfach, irgendwann kam das einfach so, ne? Weil ich gemerkt habe, wenn ich das so mache, ne? Also wenn ich mich zum Beispiel, ich schwimme ja morgens so in der Frühe, ne? Wenn ich mich wirklich an das Wasser stelle, bevor ich reinspringe und zum Beispiel sage so oder rufe, ne? Heute ist der beste Tag meines Lebens, dann ist es einfach so eine wunderbare, positive, aufrichtende Lebensenergie. Ja. Na, und es ist eine wundervolle Art, einfach diesen Tag zu starten. Ja. Und naja, und dann habe ich, als ich dann anfing, mache ja schon lange Videos, aber ich habe dann irgendwann angefangen, also wirklich regelmäßig Videos zu veröffentlichen. Mhm. Da habe ich mir so überlegt, was könnte eben das Markenzeichen sein. Ne? Und dann dachte ich, ja, okay, das ist das, was ich mir jeden Morgen sage. Ja. Und weil, wenn wir uns alle darauf ausrichten würden, dass Ja. dieser Tag, dieser neue Tag, ne, Ja. dass es der beste Tag unseres Lebens wird, dann haben wir ja schon eine wundervolle Erwartungshaltung und die Energie folgt ja immer der Aufmerksamkeit. Ja. Und Genau, mit dieser das wollte ich wundervollen gerade sagen. Erwartungshaltung ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch der allerbeste Tag wird, natürlich auch Ja. sehr groß. Ne? Ja. Das ist so wundervoll. Ich finde das, weil da birgt sich alles. Alle positiven Energien vereinen sich in diesem Satz. Es ist die Hoffnung da, von der ich gesprochen habe, die ja in diesem dunklen Tal, in diesem Schmerz, in dieser Schmerzwelt, in der ich mich befand, nicht da war, weil man sich darauf konzentriert hat, was alles nicht gut läuft. Und da ist so dieser Impuls, es ist der beste Tag meines Lebens. Ja, ich liege jetzt da. Was kann ich machen? Ich gehe auf YouTube, mache eine Meditation an und wenn es das ist, und da habe ich den besten Trip meines Lebens mit dieser Meditation. Und aus diesem Trip wurde immer mehr, wurde der Griff zum Apfel, wurde daraus das und das und das. Und mit dieser Energie, vielen Dank, die ist so wichtig. Also, so schön. Ich freue mich so, Matthias. Danke, dass du da warst. Und das mit Ja, dem ich freue mich auch total. Danke für das super nette Gespräch mit dir. So schön. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich möchte euch diesen Impuls auch einfach mitgeben, heute zu sagen, das ist der beste Tag meines Lebens. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Erfahrung gemacht habt, wenn sich euer Mindset geändert hat, auch wenn die Umstände nicht dem entsprachen, was ihr euch eigentlich gewünscht hättet. Was ist daraus passiert, wenn ihr gesagt habt, und jetzt, heute ist der beste Tag meines Lebens. Ich freue mich schon darauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!